Herzlich willkommen in der Aquarellwerkstatt zu einer ganz besonderen Herausforderung heute. Mein Sohn Bela, der hier ja schon manchmal als Aquarellschüler zu sehen war und im Übrigen jeden einzelnen meiner Filme in der Aquarellwerkstatt schneidet und designt, spielt heute hier für uns Klavier. Und ich werde ihn dabei porträtieren. Für dieses Projekt habe ich ausnahmsweise mal meine Palette geputzt. Die Hautfarben in der Porträtmalerei sollten immer frisch und klar sein und nicht zu viel Palettendreck enthalten. Die besondere Herausforderung bei diesem Bild sind neben dem Gesicht natürlich die Hände. Ich habe einige Tage Anatomiestudien hinter mir, der Knochen, der Muskeln und der Gelenke, um die typische Handhaltung beim Klavierspielen gut darstellen zu können. Also, los geht's! Mit Cadmiumrot, Cadmiumgelb und Alizarin-Karmesin beginne ich im Gesicht. Im Stirnbereich mehr Gelb, rötlich auf Nase und Wangen und kühler im Kieferbereich. Und immer mit viel Wasser und einem sehr leichten Tonwert. Nun die Hände. Großzügig trage ich auch hier wässrig die gleiche Farbmischung auf. Am unteren Rand sollte jeweils ein Tropfen Farbe liegen bleiben. Er hilft mir später, eine lockere und weiche Verbindung zur Kleidung herzustellen. Für die schattigen Bereiche des weißen Hemdes setze ich eine Mischung aus Zylinblau und Alizarin-Karmesin. Am Hals und an den Händen verbinden sich beide Farbaufträge. Das Ganze soll aber einigermaßen kontrolliert stattfinden. Ich darf also nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser im Spiel haben. Das zweite Hemd hat eine rote Farbe. Ich kühle sie etwas ab, damit der Kontrast zu den warmen Tönen im Gesicht und in den Händen gut wirken kann. Hier im ersten Farbauftrag suche ich hauptsächlich nach weichen Rändern und Verläufen. Das Bild soll zunächst einen Farbrhythmus und eine Grundstimmung bekommen. Für den Hintergrund ziehe ich die kühle Farbe des Hemdes mit einigen Strichen heraus. Dieser Farbauftrag trocknet jetzt erst einmal. Jetzt geht es weiter mit den Haaren. Hier arbeite ich mit lichter Ocker im hellen Bereich und mit Sienna gebrannt und Kobaltblau in den schattigen Bereichen. Einige Kratzer mit dem Fingernagel deuten einzelne Haarsträhnen an. Der Übergang von der Stirn zu den Haaren sollte immer weich gestaltet werden, damit die Haare nicht wie ein Helm auf dem Kopf sitzen. Also gebe ich einen Strich Wasser an diesen Farbauftrag. Nun brauche ich Mut für den Schattenauftrag im Gesicht. Ich mische mir Cadmiumrot mit Kobaltblau, wobei das Rot in der Mischung etwas dominiert, und male mit viel Wasser alle schattigen Teile des Gesichts. Die Augenhöhlen liegen besonders tief im Schädel, deshalb kommt dahin noch ein Tropfen Zylinblau. Auch in den Händen male ich die dunklen, schattigen Bereiche mit Cadmiumrot und Kobaltblau. Der Farbauftrag sieht zunächst einmal sehr dunkel aus, da ich aber mit viel Wasser arbeite, wird es später noch viel heller auftrocknen.
Das Gesicht ist hier schon wieder trocken und ich brauche noch mehr Kontrast. Mit einer dickeren Farbmischung, wieder aus Cadmiumrot und Kobaltblau, setze ich noch einmal die Dunkelheiten. Augenbrauen werden angedeutet und der Mund wird ausgearbeitet. Mit dem angefeuchteten Pinsel hole ich helle Flächen, in denen sich das Licht reflektiert, wieder aus den schattigen Bereichen heraus. Nun male ich das äußere Hemd mit einem kräftigen violetten Farbton. So können die hellen Seiten des Gesichts und der Hände schön leuchten. Nass in Nass arbeite ich einige dunkle Striche mit Neutraltinte oder Blau ein, um Falten im Stoff anzudeuten. Belas rechte Hand möchte ich noch ein wenig definieren. Also arbeite ich die Schatten in den Fingern noch ein wenig aus und hinterlege alles mit dem dunklen Stoff des Hemdes. Für die hellen Stellen auf den Fingern hebe ich mit dem Flachpinsel etwas Farbe wieder heraus. Hier links male ich noch einen kleinen Gegenschwerpunkt. Der Kerzenleuchter wird hier angedeutet, nicht zu wichtig, denn der Hauptfokus liegt auf der Figur. Die schwarzen Tasten des Klaviers deute ich auch nur leicht an, um den malerischen Charakter des Bildes zu behalten. So, das war's für heute. Wenn euch dieses Motiv gefallen hat und ihr euch vielleicht noch mehr Figürliches hier auf dem Kanal wünscht, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Die Skizze zu diesem Bild und auch ein Foto werde ich wieder auf der Discord-Seite für meine Unterstützer zur Verfügung stellen. Danke an Bela für das schöne Konzert und fürs Modellsitzen und nun wünsche ich euch viel Spaß am Ausprobieren.